Eine Nabe für eine 6 Megawatt Windkraftanlage musste von Bremerhaven nach Neuenwalde im Landkreis Cuxhaven transportiert werden. Während die Nabe auf selbstfahrenden Modulachsen vom Lagerplatz zur Anlegestelle gebracht wurde, traf auch schon der Schwimmkran ein. Bei starkem Schneetreiben wurde die Nabe vom Fahrzeug auf den Schwimmkran verladen. Dann ging es 2,5 Kilometer durch den Hafen zum Anlegeplatz des endgültigen Transportschiffes. Hier angekommen, wartete bereits die BHV Supplier, eine zum Transportschiff umgebaute Fähre. Der Transport per Schiff nach Cuxhaven war nötig, weil bei einer Transporthöhe von fast 5 Metern ein Weg über die Straße aufgrund der geringen Brückenhöhe nicht möglich gewesen wäre. Auf dem Hafengelände von Cuxhaven traf dann am nächsten Morgen Thomas Wilk mit seinem LKW für den weiteren Transport über die Straße ein. Und gegen 13 Uhr erreichte dann auch das Schiff den Hafen. Der eingesetzte Hafenkran hatte mit der 85 Tonnen schweren Nabe kein Problem und so konnte sie wenig später auf dem LKW abgesetzt werden. Jetzt musste nur noch die Ladungssicherung erledigt werden und die erste Etappe zum Abstellplatz wurde in Angriff genommen. Hier angekommen, wartete die Achslastverwiegung auf den LKW. Als Teil der Auflagen der Genehmigungsbehörden mussten hier die genauen Achslasten überprüft werden. Jede Achse wurde einzeln gewogen und mit Hilfe einer speziellen Software die Ergebnisse ausgewertet. Der anwesende Prüfingenieur gab dann schließlich sein Okay und der Transport wartete auf seine Abfahrt am Abend. Gegen 11:15, die begleitenden Polizeibeamten waren mittlerweile eingetroffen, konnte der Transport dann endlich starten. Der erste Kreisverkehr an der Ausfahrt zum Hafengelände war noch keine größere Herausforderung. Die begann allerdings dann im Stadtgebiet von Cuxhaven. Hier mussten aufgrund der Höhe einige Ampeln weggedreht werden.
Dank der guten Kommunikation zwischen dem BF3-Fahrer Holger Reichel und dem Berufskraftfahrer Thomas Wilk wurden auch die vielen Kreisverkehre auf der Strecke gemeistert. In den Kreisverkehren wurde zum Schutz der Verkehrsinseln Bodenplatten ausgelegt. Streckenerkundung im Vorfeld entdeckte tiefhängende Äste auf der Route. Diese mussten aber nicht abgeschnitten werden. Es reichte aus, sie einfach mit langen Stangen hochzudrücken. Um ein reibungsloses Durchkommen zu garantieren, wurden auf 2x13 Kilometern Halteverbotsschilder aufgestellt. Kurz vorm Ziel musste dann noch vom Energieversorger eine Hochspannungsleitung stromlos geschaltet werden, um sie gefahrlos passieren zu können. Um die Einmündung am Windpark meistern zu können, musste der LKW rückwärts in ein gegenüberliegendes Feld setzen, das zuvor mit einer mobilen Fahrstraße ausgelegt wurde. Gegen 3 Uhr in der Nacht wurde dann die Baustelle im Windpark erreicht und am nächsten Vormittag gleich mit dem Abladen begonnen. Da es sich bei diesem Vorhaben um einen Austausch der Narbe handelte, wurde die alte Narbe auf dem gleichen Weg einige Wochen später wieder abgeholt.